Piranha Bytes. Der Planet Magalan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Nein. Hat er uns gerade weggeschossen? Oder hat der uns gerade beklaut? Scheiße.
So, da wären wir also, wa? Ich schalte uns mal ganz kurz wieder zärtlich rein. Ich sag schon mal herzlich willkommen bei Elex. Guten Tag. Und ich bin heute nicht alleine. Neben mir Björn Pankratz. Willst du dich vorstellen oder willst du was sagen zu deiner Person, damit Leute wissen? Ja, hallo. Ich bin Björn Pankratz und ich arbeite bei Piranha Bytes jetzt schon ein paar Jahre. Was machst du da? Außer chillen. Entwickeln. Ach so, warte. Ja. Ich zieh mal das Mauspad noch ein bisschen hier rüber. Ja, das mache ich da. Game Design, Projektleitung, Zeugs. Das heißt, du bist auch maßgeblich verantwortlich für dieses Spiel. Kann man so sagen, ja. Gut, du bist quasi im Fadenkreuz der Gesellschaft Ja. für das heutige Preview, was wir machen dürfen. Und zwar von einem Teil von Elex. Mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Hast du das gerade gesagt oder war das in-game? Das war in-game. Okay, Gott sei Dank. So, und das Schöne ist ja, nach Risen ist jetzt Elex ja quasi euer neuester Streich, sage ich mal. Ja. Und es fängt damit an, dass ich Kräuter sammle. Das ist doch gut. Ne? Das erinnert mich an alte Zeiten mit der Kräuter-Omi damals. Okay, Sagita. das war schön. Ja. Die Frage ist natürlich, wissen die Leute denn schon groß, worum es geht? Wir sollten vielleicht noch 2, 3 Worte zu Elex sagen. Das Ganze ist Risen und auch Gothic, muss man ja auch erwähnen, waren ja mehr so pure Medieval Games, also so Mittelalter-Rollenspiel. Und diesmal ist es ja ein bisschen anders. Ja, das ist halt ein Mix, ne? Also man sagt auch Hybrid-Setting oder sonst was. Das ist halt so ein Science-Fantasy-Universe, nennen wir das. Also Science-Fiction meets Fantasy sozusagen. Ja. Meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trockenen. Achso. Ja, klar. Ich spiele gerade zum ersten Mal, also nicht wundern. Kranke Pestratte. Stirb. Mistvieh. Erstmal Parade, damit du das los. Achso, ja, Parade hier. Oh, kannst du einfach Parade. wegstecken. Ich mach Parade. Hilft das? Hilft das? Nee, Ist das jetzt hilfreich? Super. So. Waffe wegstecken kannst du auch. Guck mal. Okay. So, warte. Einmal rohes Fleisch erhalten. Ich finde es immer interessant, ne? Du hast ja so eine riesige Pestratte, aber dann kriegst du quasi ein Stück Fleisch noch raus. Das hat mich immer gewundert. Ja, Du kannst auch Pferde schlachten oder Rhinozerosse oder Giraffen und du hast immer nur so eine Dose Fleisch. Das sind immer Spieltiere, das ist ganz normal. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Milchflasche in der Kuh, ne? Vielleicht finde ich da Das ist noch auch etwas praktisch. Brauchbares. So, kleiner Energiespeicher. Und hier noch ein kleiner Heiltrank. Meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Okay, wir leiden unter Elex-Entzug. Er hat Elex konsumiert eine ganze Weile lang offenbar. Ja. Das haben wir ja im Intro gesehen. Sind wir selber ein Alp? Ja. Alles klar. Deswegen auch die teure Ausrüstung. Okay. Jetzt halt nicht mehr, weil er wurde exekutiert von seinen eigenen Leuten und ist jetzt sowas, ja, vogelfrei sozusagen. Das ist ja sehr unüblich bei euren Spielen, dass man am Anfang vogelfrei startet. Das hat man ja so noch nie erlebt. Ja. Okay. Wir sind vogelfrei auf einem fremden Planeten und es sieht so aus, als wäre hier quasi mal Zivilisation gewesen, aber irgendwie ist sie hier gar nicht mehr. Das sieht ja aus wie alte Reliquien. Huch, ich hänge am Zaun fest, das passiert mir ständig. Wie Reliquien einer alten Welt hier alles. Ist das ein Scheißhaus? Das ist ein Scheißhaus, ja. Okay, kann man das? Das wäre super. Aber man kann draufklettern. Okay, aber rein... Kann ich da... Alter, okay, das geht. Boah, bei Risen 3, ich bin so überall hingeklettert. Das hat mir so viel Spaß gemacht, einfach die ganze Welt zu beklettern. Was ist denn Crony? Das ist ein kleiner kaputter Drohnenroboter. Okay, warte. Der da so Eine rumliegt. meiner Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Unsere erste Quest, eine halbdefekte Blechdose. Alles klar. Gut, wo immer wir die finden werden, ich hoffe heute noch eine Ratte. Lass ich leben. Ich kann den Besen nehmen. Was kann ich mit dem Besen machen? Elektroschrott? Du kannst den auf jeden Fall verkaufen. Okay, das ist gut. Das Problem ist, Rollenspiel und ich haben ein Agreement. Ich muss immer alles mitnehmen. Ja. Das geht mir auch immer so. Das ist leider furchtbar. Wie sieht's inventartechnisch aus? Wie viel schafft er? Also er hat einen Volumenreduktionsrucksack, den man jetzt hier nicht sehen kann. Technologie der alten Welt. Und da passt alles Du nicht. hast nicht mehr viel zu holen. Okay.
Also ich kann alles mitnehmen? Boah, voll geil. Heiltrank. Ich kann endlich alles looten. Oh Gott. So. Ein Volumenreduktionsrucksack, sagst du? Ehrlich gesagt, da hätte ich mir gern so einen Koffer. Ja gut, also es ist halt ein endliches Inventar. Okay. So wie ihr das auch sonst immer von uns gewohnt seid. Okay. Das ist, glaube ich, kein Piranha-Bytes-Spiel, wo man wo man irgendwie Gewicht an den Items hatte oder sowas. Okay, guck mal hier, da liegen Zigaretten, die sehen aber noch relativ frisch aus. Oh. Das heißt, hier war jemand. Hier hat jemand geraucht. So. Oh, ein Kartenstück. Aha. Ist das eine Schatzkarte oder? Oder Kartenstück 03. Okay. Mehr weiß man noch nicht. Okay. Also wahrscheinlich kriege ich dann eine Gesamtmap von der gesamten Umgebung, wo vielleicht Sachen eingezeichnet sind oder auch nicht. Würde ich vermuten. Ja, okay, hier. Warte. Ich nehme leider alles mit. Es tut mir furchtbar leid. Ich muss mich gleich drauf... was war denn hier? Alles nehmen. So, ist gut. Und hier ist ein bisschen... Ich bin ja süchtig nach Elexit offenbar, ne? Elexit ist die Währung der Welt. Sowas wie okay. Gold oder Krone Korken oder... Okay, alles klar. Warte mal. Passus 1. Die Jagd beginnt. Warum Passus? Warum nicht Kapitel? Das hört sich cool an. Okay. Dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Ich hatte gerade ganz kurz überlegt, ob ich hier runterspringen muss, aber ich hielt das für keine gute Idee. Ich auch nicht. Wahrscheinlich wäre die Demo dann sehr schnell zu Ende gewesen. So, hier ist nichts. Okay, einmal ganz kurz drücken. So, dann hier auch einmal ganz kurz drücken. Wir gucken auch ein bisschen... Evakuierungssequenz eingeleitet. Bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich umgehend zu den ausgeschilderten Ausgängen. Den Anweisungen des Servicepersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Observierungsstation. In der was? Observierungsschutz. Die gute Observierung. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Was ist das denn? Eine Felsassel. Kann ich die Assel melieren? Versuch mal. Okay, ich meliere die mal ordentlich durch. Ach. Gut aufs Maul meliert und plündern können wir jetzt auch. Sehr gut. Asselfleisch. Geil. Das ist mein Liebstes. Das ist so wie Frühstücksfleisch aus der Dose, nur mehr Assel. Okay, jetzt haben wir ein Jetpack an der Hose hinten. Ist das nicht gefährlich, so nah an den Arschbacken? Werde ich nicht ein bisschen frittiert? Tja, musst du eine neue Rüstung suchen dann. So, warte. Na, guck. Cool. Das ist ja cool. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe jetzt schon Angst davor. Vor dem Level erkunden. Das könnte problematisch werden. Klopapier, geil. Boah, das werden wir später echt noch brauchen. Die hat geguckt. Oh, die piept noch so. Oh, das ist so voll traurig. Und hat er wirklich aus der Ratte gerade einen Knochen rausgezogen. Ja. Alter, ich hoffe, die Peter guckt gerade nicht zu. So. Klopapier, voll gut. Alles klar, ich habe alles erreicht, was ich im Spiel erreichen möchte. Ich habe 500 Klopapier und 10 Zigaretten. Jetzt kann ich schon auf dem Schulhof dealen. So. Naja, die Welt ist halt ziemlich im Arsch und am Arsch, ne? Das heißt also, Klopapier ist auch sowas wie ein Zahlungsmittel, kann man sagen. Das ist schon wertvoll. Ist das dein fucking Ernst? Ja. Klopapier ist ein Obwohl, ja, sind wir mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist draußen im Wald. Das sind Luxusartikel. Ja? Du musst auf der Fahrt irgendwohin, musst du dringend mal kotieren und hast aber gerade kein Blatt am Manne. Ja. Das wäre dann wirklich schon ein Zahlungsmittel. Also, es passt ja. Richtig. Zigaretten natürlich auch. Klar. Ja. So, kleine Heiltränke.
Elektroschrott. Ja, Grafikkarten, alles, was man so findet. Metallschrott, Trockenfleisch. Das Trockenfleisch ist so trocken, das kriegst du gar nicht mehr. Und ein Hammer. Oh. Ja, ist klar. Overhead Hammer. Die Ratte lasse ich mal, da ziehe ich jetzt keinen Knochen raus. Das hat mir voll leid getan gerade ein bisschen. So, ist denn das Setting vom Spiel, ne? Ihr seid ja bekannt dafür. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Ist das Spiel dann auch wieder mit so ein bisschen, ich sag mal, härterer Schnauze? Naja gut, also wir sind Piranha Bytes und ich glaube, wir können auch gar nicht anders, außer schrullige Charaktere und Robot-Humor auch mit. Ne? Also Robot-Fantasy, wie wir es immer nennen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also alles, was ihr von uns gewohnt seid, ist da drin. Und auf jeden Fall auch dieses Derbe. Warte. Ja, den überfallen wir mal gerade. Oh. Ruhrpott-Humor. Ja, Klar. aufs Maul. Ganz normales Hallo sagen. Ja. Und jetzt erst das Gespräch suchen. Geht's wieder? Du bist zu laut, dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine 2 Tage in dieser Gegend. Gut, theoretisch. Duras heißt der gute Mann. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Ich komme schon klar. Das ist ja so. Was würdest du sagen? Du privat, wie würdest du jetzt selber antworten? Ja, weiß ich nicht. Findest du den cool, dass er dir jetzt gerade auf die Schnauze gehauen hat? Oder denkst du dir, oh, lieber nicht anmachen, weil sonst könnte ja noch mehr kommen? Ja, sagen wir mal so. Wir haben uns an ihn angeschlichen und wollten ihm selber aufs Maul. Er hat es ja nur verteidigt. Also insofern. Ja. Das ist so ein bisschen überheblich, ne? Das hier ist so, eher so, ja, hier, komm, ja, ich schaff das schon klar. Ja, komm, ja, schon klar. Komm, Ich komm schon klar. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier draußen bin. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Okay. Ich räume mal kurz die Maus weg, ich mache mit Tastatur einfach gerade, weil ich faul bin. Wer bist denn du? Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das. Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Guck mal, bei dem Duras übrigens finde ich interessant. Der hat einen Deal mit der Gelindustrie, oder? Ja. Aber nicht nur die Haare, sondern auch das Fell ist ja hier alles so nach oben gegeht. Das ist schon gut durchgestylt, muss man sagen. Ist ein Styler. So, ich weiß nicht, ist eine Lüge. Lügen machen wir nicht. Das hier ist natürlich wieder rotzig, aber ganz ehrlich, ist ja kein Geheimnis. Der hat ja gesehen, wo er herkommt. Na, guck mal. Also da müssen wir ja, ne? Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Die Flugmaschine der Alps war unsere, ne? Und das heißt, er weiß ja nicht, dass wir Alp sind. Du weißt gar nichts. Vorsicht, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Ne, komm hier, du weißt gar nichts. Das ist so schön. Ja, komm. Du weißt gar nichts. Tatsächlich? Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Ja, wahrscheinlich nicht so richtig. So, meine Ausrüstung ist weg. Gut, jammern hilft nichts, aber wir können es ja mal anmerken vielleicht.
Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Okay. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Okay. Dreckig und schwach nennt er uns. Ich fühle mich jetzt irgendwie persönlich mit betroffen. Oh. Ja. Ich werde mir schon zu helfen wissen, ist natürlich die patzige Antwort, aber die Berserker, er ist ja jetzt nett irgendwie, ne? Ja. Muss man ja feststellen. Also deswegen, vielleicht sind die Berserker gar nicht so, wie sich bei den Alps immer gesagt wird. Eventuell. Na, ich nehme mal das hier. Ich werde mir schon zu helfen wissen. Tatsächlich? Selbst für einen einfachen Berserker wie mich bist du im Moment keine Herausforderung. Aber das muss ja nicht so bleiben. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unsere Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Ich mag das im Hintergrund immer, das mochte ich bei Risen auch schon, wenn diese ganzen Blätter und so... Es ist sehr windig natürlich, ne? Man erkältet sich sehr schnell, aber im Hintergrund so die ganze Vegetation, die da so durcheinander schwurbelt, das mag ich immer, das macht das Ganze so schön dynamisch. Da will man da immer sein. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn es holprig wird. Also los. Okay. Sollen wir dem folgen? Guck mal, der wartet ja immer, ne? Wir können uns hier natürlich auch umgucken. Ja, ist ein freies Spiel. Ja. Freies Land. Die Frage ist, ja, weißt du was, ich folge mir jetzt dahin und gehe mal hier rechts rum. Da liegen schon Knochen. Sind das Menschenknochen? Offenbar. So, guck mal, hier eine Heilpflanze. Die hätte ich sonst nie übersehen. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier hin. Ich hoffe, ich sterbe nicht sofort, weil ihr neugierige Spieler mit dem Tode bestraft. Was ist das da hinten? Wer ist das? Der sieht aus wie eine Arschgeige, die darauf wartet, jemanden umzulegen. Eine Arschgeige, Ja, sagst du. ich glaube, das ist ein Bandit. Dann sollte man die mal ordentlich durchfielen, die Arschgeige. Ich glaube, das ist... Oh, Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. also du meinst, der ist noch zu ob für uns, wie es ja so schon heißt? Ich glaube schon. Okay, ja gut, dann lassen wir die Arschgeige mal da stehen. Aber du kannst es halt versuchen. Das ist möglich. Ne? Aber ich würde es nicht machen. Okay, na gut. Ja. Du kennst dich besser aus. Ja. Den da, den kleinen Beißer. Ach! Die kennen wir doch! Die sind doch immer dabei. Habe ich das Gefühl. So, Heiltrank auf. Nee. Ganz kurz, ich muss noch mal zeigen. Guck mal, die Tasten, die ich benutzen kann, sind immer beleuchtet. Sieht man das? Die Tasten leuchten immer, diejenigen, die ich benutzen kann. Womit kann ich einen Heiltrank? Du musst Weißt du erstmal dich ausrüsten. Das ist unten diese Quick-Slot-Leiste. Mhm. Und da gehen wir ins Inventar und befüll dir die mal. Alles klar. Ich kenne mich hier noch nicht so aus, deswegen gucke ich mal ganz kurz. Rüstung, das sind... Heiltrank. Oh. Ja, Quickslot zuweisen, sagen wir mal auf die 0. So, dann leuchtet die 0 bei mir jetzt auch. Cool. So, kleiner Beißer. Ob es das gelohnt hat, ich weiß es nicht. Aber diese Vögelshabt Setzerbrot, die habt ihr ja immer drin, ne? Das ist so ein, ist das so ein bisschen Running? Scabby.
Ja, genau. Scavenger hießen sie, genau. Ist das so ein bisschen eine Hommage oder für Leute, die halt eure Spiele immer spielen, dass dann so ein paar wiederkehrende Elemente sind? Auf jeden Fall. Hat so ein bisschen Heimat. Ja. So ein bisschen, ne? Ist halt typisch für uns. Ich mag das. Genau wie die rotzige Art, finde ich sehr sympathisch. Also ihr seid ja auch privat so. Ja, klar. Wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt. Wir kamen hier rein, haben uns erstmal gegenseitig aufs Maul gehauen, blutig. Und dann haben wir erst geredet. Das ist aber normal. Ganz normaler Pott-Dialekt. Da wird auch mit der Faust gesprochen. Das ist einfach, um Sachen zu unterstreichen. So, warte. Der Typ sieht aber nicht mehr sehr gefährlich aus. Naja, ich meine, du hast so ein altes Ofenrohr am Start. Ne? Ich meine, du kannst zwar ein bisschen rumfliegen und so, aber du hast da einen ziemlich geilen, starken, voll ausgerüsteten Typ stehen lassen, der dir unter Umständen helfen könnte, würdest du das tun, was er dir vorschlägt. Weißt du, und ich frage noch, ja, hier ein bisschen eine Gegend rum. Ja, du kannst machen, was du willst. Das Verstehe. Das ist ein freies Spiel. Ist eine Scheißidee, aber mach doch, wenn du willst. Weißt du? Korrekt. Gut, so hast du das gar nicht formuliert vorhin. Huch. Okay. Hier, die Pilze nehme ich aber mit. Die werden uns noch gute Dienste leisten. Oh Gott. Kräuter sammeln, ich bin verloren. Ich bin einfach so verloren. So. Ich komme. Kann's weitergehen? Oh, ja. Großen Marathon. Also los. Gut, da haben wir uns jetzt ja genug umgeguckt. Aber Heilkraut ist, glaube ich, ganz gut. Können wir das auch direkt essen, die Heilpflanzen? Oder müssen wir craften irgendwas daraus? Kannst du beides machen. Okay, das ist gut. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Okay. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Okay. Geh weiter. Bleib hinter mir. Das mache ich. Hab gehört, ist besser. So, warte. Oh, Heilkräuter. Ich bin sofort wieder hinter ihm. Der wartet ja immer zum Glück. So, meint ihr denn nicht am Anfang, wenn du nicht mitkommst, wenn du mir nicht folgen kannst, dann geh doch alleine irgendwo anders rum. Wir sind da und da, Mana-Schrein. Ja, richtig, das kannst du auch machen. Aber der wartet ja die ganze Zeit netterweise auf uns. Ja, der ist nett. Okay. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Das finde ich sehr gut. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Das heißt, wir könnten da was finden. Du hast sie einfach verrecken lassen. Na gut, dann hier, ne? Erstmal so, was ist da los? Was denn? Kleriker hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Jetzt würde ich aufpassen. Ja, ich bin Alp. Mal angenommen, ich käme aus Xarkor, aus dem Land der Alps. Das ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Aber hier, was macht das für einen Unterschied? Wir sind ja abgeranzt. Das ist ja eigentlich scheißegal. Ja, probier's. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, doch. Ich denke, war ein subtiler Hinweis. Wir sollten es nicht probieren, außer später, wenn wir High-Level sind. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Ja, bist du jetzt mutig genug? Nimmst du den schwierigen Weg oder den etwas leichteren? Ich meine, ich weiß genau, Zuschauer sagen immer, ja, lauf in dein Verderben. Wir wollen dich sterben sehen. Das ist das, was der Zuschauer will. Die Ruinen.
Wie hoch ist die Chance, dass ich krepiere? Ziemlich hoch. Aber dann sehen wir nicht mehr vom Spiel, weil ich ja nur noch krepieren werde, oder? Ich weiß ja nicht. Ja. Ist das, war das ein Ja, du wirst krepieren, wir sehen nichts mehr vom Spiel? Es ist auch sehr undeterministisch, wie wir immer sagen. Ja, das kann auch sein, dass irgendwie eine Karawane von Viechern da vorbeikommt und so und die gar nicht so geplant waren, weil es ist eine lebendige Welt, da kommen auch manchmal so Viecher vorbei. Es ist, wenn du, ich will direkt in die Stadt gehen, auf jeden Fall der vermeintlich leichtere Weg und der direktere Weg. Ach, fuck it. Wir gehen durch die Ruinen. Jawohl. Das ist mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also respektiere gut, uns. dann los. Ich sehe da hinten schon. Der steht auf mutige Leute. Müssten die Okay. Leichen der Kleriker noch da sein. Er läuft ja eh voran. Dann zieht er die Akku. Weitergehen. Ja. So, oh, ein Blümchen, warte. Wir gehen den schwierigen Weg. Erstmal ein Blümchen pflücken. Das war's noch nicht, ne? Ich hab da gerade noch was gehört. Ein Geräusch. Ja, du hast gegen den Poller da geschlagen. Ah, so, ja. Der war auch böse. Da vorne sehe ich da wieder was. Okay. Haben wir speichern? Speichern auf welche Taste? F5. Ah, geil. F5 ist mir die liebste Taste zum Speichern. Und F9 laden, ne? Boah, geil. Dass sie das durchgesetzt hat, finde ich so gut. Dieser Ort eignet sich hervorragend für ein Treffen. Konnte ich aus der Luft von meinem Körper schon erkennen. Versuch mal zu passieren. Ach, Machst du nicht, ne? erstmal den hier. Okay. Oh, jetzt hätte ich... Was? Was? Erstens, wo kam der her? Und zweitens, in den Rücken zweimal hintereinander. Was ist denn das für ein Arsch? Alter, wie liegt er denn da? Das ist deiner. Was denn? Heute Selbstbedienung. So, warte schon. Versuch mal zu parieren. Okay. Ich erinnere mich dran, auch bei Risen musste ich diese Lektion lernen, dass Blocken oftmals hilft, keiner aufs Maul zu kriegen. Versuch's mal. Ich bin das nicht so gewohnt, ich bin ja mehr so Berserker. Aber, Ich glaube hinter dir. ach so. Ja. Guck mal, die sind weg, wir können einfach weiter. Es wäre so schön gewesen. Ist das ein oder sind das zwei? Der wabbelt. Ja, der gräbt da hinten, der ist am Buddeln. Ah, deswegen. Fertig? Sah so wabbelig aus. Wir hatten ihn aber fast. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Jetzt rennt Das er auch noch konnte ich weg. aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Wo ist denn der Typ? Tja. Wieso rennt er da rein? Ja. Alter, da kam doch der andere raus. Ja. Da ist eine Ratte, da gehe ich nicht rein. Ist mir egal. Weißt du? Schnauze voll, ich gehe jetzt in die Stadt. Soll der doch kopieren, der ist einfach weggegangen. Ja. Lass ihn mal kloppen. Du kannst dich auch mit dem Kumpel da unterhalten. Würde ich dir aber nicht empfehlen. Da sind auch noch ein paar andere. Ich hätte den Weg nicht gehen sollen. Warum sagst du denn nichts? So, warte. Flashlight habe ich nicht, ne? Aber geh mal da rein, dann wirst du schon, was hier Okay. Geh mal einfach. Da bist du schon Ich sehe, ja. Okay. langsam so. Jetzt fokussiert er sich die ganze Zeit auf die Ratte. Ja, Irgendwo da drin höre ich Bud Spencer Geräusche. Ja. Ah, okay, das Viech ist tot. Ich habe echt heldenhaft gekämpft. Hä, wo ist denn der? Hier ist so YMCA. Was war das? Oh, Alter. Das ist die tolle Karawane, vor der ich dich gewarnt habe. Ja, das sind 3 junge Hornwölfe, die durch die Gegend ziehen und alles angreifen, was sich dir in den Weg stellt. Und ich würde zusehen, dass ich meinem Kumpel... Ja, ich weiß doch nicht, wo der ist, Mann. Oh. Hier oben ist auch noch was. Ja, ne? Alter, auf wen schlägt denn er? Kann ich denn diesen Fokus ausschalten eigentlich? Das wäre ganz günstig, weil das Jetzt ist das, ne? Und versuch mal X. Endlich! Ah, hier ist der Kumpel. Ach ja, der macht das schon. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Okay, das war's. Oh, warte. Was? Hast du toll gemacht. Sehr gut. Hast du diesen heldenhaften Kampf gesehen, wie ich ganz ohne Wir haben uns die ganze Zeit überlegt, so, wenn Gronk hier langläuft und so und die Karawane von den Hornwolfen kommt, dann ist... Hat geklappt, super. F5 gedrückt? Ja, na klar. Großartig. Ich denke ja mit. Yay! So. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt gerade gelaufen ist. Ja, der hat ja geholfen auf jeden Fall. Der hat alles platt gehauen, ne? Ah, naja, geht so. Eigentlich habe ich ihm geholfen. Natürlich, klar. So. Mit deinem Ofenrohr. So.
Apropos Ofenrohr. Ist das eine gute Idee, hier rumzuklettern? Kannst Aber du mal probieren, ich dachte mir, weil, wenn es schon mal da ist. Deswegen. Ja, guck mal, hast dich noch gefangen. Das wollte ich ja auch. Wer will schon da nach oben? Scheiße. Deswegen dauern meine Let's Plays immer doppelt so lange, weil ich mich immer aufs Maul lege. Okay, das ist Wasser. Ich dachte schon, da grummelt wieder jemand. Da hinten ist wieder was. So, wir wären jetzt aber auch hier rausgekommen, ne? Ja. Das wollte ich jetzt mal demonstrieren. Also da oben quasi lang. Da wären wir nicht nach oben gekommen, ne? Naja, du hast ja ein Jetpack unterm Hintern, ne? Das heißt, du kannst mit... Stimmt, habe ich wieder vergessen. Ja, macht ja nichts. So. Es ist so ungewöhnlich, im Rollenspiel ein Jetpack zu haben. So, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Ich dachte, ich zeig das mal. Und sonst so? Ja, guck. So. Jawohl. Sehr gut. So. Jetzt hier einmal ruf. Weil wir mal schon mal da sind. Ja, aber guck mal, wir haben noch ein Jetpack. Das hast du wieder ganz vergessen. Oh ja, sehr schön. So. Wenn mich jetzt hier nichts angreift. Aber wie sollen Viecher hier nach oben kommen? Ein bisschen Elex. Schlafen können wir ja auch und einen Mana-Trank. Finden wir eigentlich auch Zettel mit ein bisschen Geschichten und sowas? Tonnenweise. Sehr cool. Du hast auch gerade so ein Audiolog aufgenommen, wo Geschichten erzählt werden. Stimmt, hast du recht. Jetzt war ich vom Kampf schon wieder. Goldbrocken, geil. Zählt da noch was? Hier, 4 Häuser Teil 2. Da hing noch etwas dran. Okay, das wird eine Quest später. Yep. Und Zigaretten, ja, komm. Nehmen wir alles mit für den Schwarzmarkt. Irgendwer raucht bestimmt auch in der Zukunft. Gut. Ich müsste mal langsam gucken, wo wir hin müssen, ne? Wieder. Und ich glaube... Oh. Entschuldigung. Ich habe einen Jetpack und da... Schön weit springen und... Ja, richtig. Sehr gut. Guck mal, du hast es drauf. Geil. Ja. Metallschrott, schade. Ich dachte, ich finde eine fette Waffe jetzt, eine Geheimwaffe. Ein brennendes Mana-Schwert. Und... Oh, Mana. Mana. Ja. Entschuldigung, ich habe den Einsatz versaut. Das macht überhaupt nichts. So geht's mir offenbar immer weiter im Spiel hier. So, Schrotpatrone. Keine weitere Zigarette, die sind alle schon angeraucht. Die reichen da nicht mehr. Okay. Das heißt, ich kann hier wirklich alles erkunden und komme auf mehrere Wege da rein und rauf und rum. Das finde ich gut. Habt ihr Easter Eggs eingebaut oder Secrets? Tonnenweise. Verdammt, Ernsthaft. Also, Easter Eggs haben wir genug. Auf jeden Fall. Magst du eins anteasern, ohne es zu verraten? Kann ich gerade nicht mit mir vereinbaren. Das Geräusch war aber schön. Ja, weil anteasern ist so eine Sache. Da, Nein, nur neugierig machen. ich denke mal drüber nach. Okay, gut. Hast ja noch Zeit. Wir sind noch jung. Na guck mal, jetzt hast du einen Teleporter aktiviert. Na, das heißt, hier kommst du auf jeden Fall immer wieder zurück. Das ist sehr, sehr gut. In no time. Okay, hier war früher eine Kirche. Das erklärt die Kreuze hier. So, und hier... Da können wir klettern, aber sonst nichts machen. Da ist mal nichts los. So, Ruinen erkunden, aber trotzdem immer wieder ein großer Spaß. Und man will ja schon wissen, wer hat da gewohnt, wer hat da, wie waren die Verhältnisse, wie haben die vielleicht den Krieg erlebt, der dann hier getobt hat, offenbar. So, guck mal hier. Jetzt wird er mutig. Wieso? Naja, mein Kumpel ist ja immer noch in der Ruine. Ja gut, aber das ist ein Auto, das greift ja nicht an. Ah, okay. Hier, Wasserflasche, hat auch noch keiner mitgenommen. Eine Brause. Oh, köstlich. Gute alte Konservendose, guckst dir einfach an, was wir hier finden. So, fast ein bisschen Daisy, ne? Jetzt müssen wir noch gucken, wo Kollege ist. Und Seelenkraut, ja. Oh. Fenchel fehlt mir jetzt noch aus, Das versteht jetzt keiner, wenn ich das sage, aber das muss auch nicht. So, was ist das denn? Mutantenkraut. Ich schaue mich nur mal um. Cool.
Das finde ich ja geil. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zu mir. Nee. Noch nicht. Und diese Viecher sind hier echt immer in Horden und greifen alles an, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das andere Viech sieht aber aus wie so ein kleiner Raptor, ne? Ja. Okay. So, bestenfalls kann ich nachher ein paar XP abgreifen. Schlimmstenfalls werden wir gleich sofort sterben. Wenn du wetten könntest... Ich würde auf den Raptor setzen. Toll, danke, ich gehe. Das ist aber extra. So ein bisschen Moonwalk.